und herzlich willkommen zu der Internationalen Automobilausstellung 2017 aus Frankfurt. Ganz großes Thema ist natürlich wieder die Elektromobilität. Wir schauen uns heute so einiges an, unter anderem Project One. Wir gehen uns den neuen GT2 RS ansehen und noch ganz viele mehr. Wir schauen uns jetzt mal um und ihr seht jetzt, wo wir so hingehen. Bis gleich. Das Auto, über das so lange spekuliert wurde, und zwar es ging lange um die Optik. Aber ich muss sagen, kein Bild, was bisher im Internet kursierte, kommt auch nur ansatzweise an die jetzige Optik heran. Das Auto sieht erstaunlich anders aus. Es hat optisch nicht wirklich viel mehr mit Mercedes zu tun, aber man muss zur Verteidigung sagen, wir haben hier Formel-1-Technik in einem straßenzugelassenen Auto. Wir haben einen 1,6 Liter V6 Turbomotor unter der Haube. Übrigens derselbe Motor, der auch in einem Formel-1-Rennwagen wie zum Beispiel vom Lewis Hamilton verbaut ist. Zusätzlich unterstützt nochmal von 4 Elektromotoren und kommt damit auf insgesamt 1000 PS. Das Auto ist auf 275 Stück limitiert, ist natürlich auch schon wieder ausverkauft. Aber die Optik soll sich, wie ich gehört habe, auch noch ein bisschen verändern. Vielleicht gucken wir erstmal nochmal in den Kofferraum, Motorraum von dem GT2 RS. Gucken, was da beschädigt wurde. Ja, gerade der Typ war ja lustig. Ist gerade im GT2 RS und am Film gewesen. Und dann knallt ein Mitarbeiter hinten die Motorhaube zu. Und es gibt einen Riegel da, wenn man den nicht umlegt, dann ja, bricht man das Teil ab. Und ich glaube, das soll ziemlich teuer sein. Ach, Licht ist doof, weil du bist bis hier. Oh mein Gott. Der Mann sah auch ziemlich kreidebleich aus im Gesicht, der Arme. Auch ich darf endlich Probe sitzen im neuen GT2 RS und ich muss sagen, ich habe ja bisher nur vorher Fotos gesehen und die waren schon sehr vielversprechend, aber wenn man den GT2 RS mal in live sieht, dann ist er schon ziemlich überwältigend. Wir haben einen 3,86 Zylinder Boxermotor mit 2 Turboladern, die aufgrund der Vergrößerung für noch mehr Leistungsstärke sorgen. Wir haben mit seinen 700 PS den bisher leistungsstärksten 911er, der je gebaut wurde. Mit seinen 285.000 Euro Grundpreis ist er zwar nicht ganz billig, aber man bekommt eben Leistung. Wer zusätzlich noch das Weihnachtpaket dabei haben möchte, der zahlt nochmal ca. 30.000 Euro Aufpreis. Ich wollte mal fragen, ob ich hier einen Probeflug bekomme, weil demnächst fliegen wir alle mit solchen Quadrocoptern, oder wie das heißt, rum. Audi stellt dieses Jahr seinen allerersten Serien-Hecktriebler vor, den Audi R8 V10 RWS. Das RWS steht hierbei für Rear Wheel Series und wir haben 540 PS. Das ganze Auto soll eine Gewichtsersparnis von ca. 50 Kilogramm haben. Der Sinn von diesem Fahrzeug ist Tourismus, Fahrspaß. Wir springen ab von unserem V10 Quattro, der hat den gleichen Motor, V10 Saugmotor, 540 PS und zum ersten Mal bei Audi mit Heckantrieb. Also Audi hat jetzt seinen ersten straßenzugelassenen Heckantrieb. Wieso? Wieso nicht schon eher? Das sind 2 Fragen. Die erste Frage, wieso? Weil die Kunden es möchten. Ja. Es war der Kundenwunsch da. Es ist einfach, es ist jetzt nicht besser oder schlechter im Vergleich mit dem Quattro. Also unser R8 Quattro ist das perfekte, alltagstaugliche Super. Everyday Supercar. Und mit dem Heckantrieb haben wir einfach nochmal eine neue Dimension, eine neue puristische Dimension. Fokus liegt auf Fahrspaß. Ich sag mal, bei ein bisschen Regen würde ich immer den Quattro nehmen, wenn es um einen trockenen, schönen Tag auf der Landstraße geht. Und man wirklich einfach mal den Heckantrieb erfahren möchte, dann ist der gut. Ich habe gehört, es gibt jetzt auch eine Driftfunktion. Ja, das habe ich auch gelesen, ein Drift Mode. Im Prinzip ist das ganze Fahrzeug der Drift Mode, wenn man damit umgehen kann. Es gibt die Möglichkeit, in den Dynamik-Modus zu schalten.
ESC eine Stufe auszumachen und dann lässt das Fahrzeug kontrollierte Drifts zu, natürlich im Grenzbereich, regelt es sicher, Ja. aber damit kann man schon viel Spaß haben. Wie nah ist der Wagen jetzt an der Rennversion? Also vom Layout her, vom Antriebsstrang, ist es fast identisch mit der Rennversion. Okay. Wir fahren ja in der Rennversion in den LMS-Rennwagen reglementbedingt mit Heckantrieb und daher nehmen wir uns auch die Komponenten und daher kam auch die Idee. Okay. Allerdings auf der einen Seite haben wir im Rennauto reglementbedingt den Heckantrieb und hier haben wir es wegen dem Fahrspaß. Also wenn man auf Rundenzeiten, wenn man wirklich die letzte Sekunde auf der Nordschleife will, dann ist man natürlich mit dem R8 V10 Plus, mit dem Quattro-Antrieb immer schneller. Wir sehen hier den Alcantara-Innenraum mit den Alcantara-Sitzen. Die Sitzverstellung ist teilelektrisch und manuell in der Längsverstellung. Damit sparen wir auch Gewicht. Also das sind auch ein paar Kilo mit den beiden Sitzen, die wir hier sparen. Und genau das ist die Idee von dem Auto. Purismus, weniger ist manchmal mehr. In dem Fall ein bisschen mehr Spaß, wenn das Wetter stimmt, wenn die Straße stimmt, wenn der Fahrer weiß, was er tut. Gibt es noch die Möglichkeit, so einen zu erhalten oder sind alle 999 Stück schon ausverkauft? Also es gibt noch die Möglichkeit, wenn sie ganz schnell sind. Der Startvorverkauf hat noch nicht gestartet. Okay. Wir haben schon einige verkauft, aber der offizielle Startvorverkauf wird in den nächsten Wochen gestartet. Und die ersten Fahrzeuge sind dann im Frühjahr, Januar, Februar 2018 im Handel. Den gibt es ja dann auch als Spider-Version. Ist diese Limitierung jetzt nur auf das Coupé oder auf beide zusammen? Okay. Also 999 Mal bauen wir den Heckantrieb. Die ersten Kunden, die ihn bestellen, als Coupé oder Spider, bekommen ihn. Alles klar. Kioso. Dankeschön. Gerne. Ciao. Ciao. Lamborghini hat endlich seiner Cabrio-Version vom Aventador auch den S-Zusatz verpasst. Ich stehe jetzt vor dem Aventador S Roadster. Das S bedeutet so viel wie, dass wir jetzt hier 40 PS mehr haben als in der normalen Version vom Aventador und zusätzlich haben wir auch noch einen Ego-Modus. Das ist die Individualeinstellung, wie wir es jetzt auch von dem Aventador S kennen. Insgesamt hat der Aventador S Roadster 740 PS und beginnt bei einem Startpreis von 373 Euro. Was habe ich gerade gesagt? Der Aventador S Roadster beginnt bei 373.000 Euro und ist somit knappe 38.000 Euro teurer als die Coupé-Version. Der GT3 Facelift mit Touring-Paket, wie ich ja schon in Genf damals angedeutet habe, mir aber nicht offiziell bestätigt wurde damals, kann man jetzt den GT3 ohne Flügel bestellen, ohne Käfig und ohne PDK, also mit Handschaltung. Haben die Leute sich in den Foren die Mäuler drüber zerrissen, kann man den Flügel abbestellen oder kann man es nicht. Wir haben ein offizielles Statement von der Pressestelle von Porsche. Es ist noch nichts entschieden, also eventuell kann es noch werden, dass man den Flügel auch abbestellen könnte. Dann haben wir einfach mal eben einen gefakten 911R, aber why not? Im Internet gehen jetzt schon heiße Diskussionen los, denn es gibt schon so einige Leute, die sich ein bisschen auf den Fuß getreten fühlen. Ich sage nur Stichwort 911R-Kunden, denn wir haben jetzt hier so gesehen einen 911R mit neuem Motor, neuem Infotainment-System und der Facelift-Optik. Muss man aber nicht. Für mich persönlich braucht so ein Auto ein Flügel hinten drauf. Das ist ganz schön voll hier. Hätte ich nicht erwartet jetzt zum Pressetag. Aber so viel Laufen macht auch ganz schön hungrig. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt erstmal wieder irgendwo was, wo wir essen können, oder? Ja. Weil sonst ist mein Akku gleich leer. Oh. Was ist fast so geil wie Pizza? Flammkuchen! Systeme präsentieren. Jetzt schon verstanden. Und ich glaube, dass gerade der sehr gute Wendepreis hier. Fahr du mal eine Runde damit. Smart, Elektrosmart. Weißt du was? Ich glaube, das mache ich auch. Mit so einem Elektrosmart werden demnächst alle Leute rumfahren. Die Dinger sind sau praktisch. Wenn man in der Stadt wohnt, so kannst ja auch
Tag. Dann darf ich dich einmal hier zu mir bitten. Hallo, du bist die? Hi, Sophia. Sophia, bist du schon mal ein Electric Smart gefahren? Smart noch nicht, aber andere Autos. Andere Autos? Dann wirst du jetzt überrascht sein, wie klein, wendig und schick das Ganze hier ist. Okay. Wärst du von der Farbe her schon was dir so zusagen würde? Ich stehe auf bunt, ja. Könnte ruhig noch ein bisschen knalliger sein. Man kann auch gerne noch mehr Farben kombinieren, aber das Grün gefällt mir schon ganz gut. Und das ist ein gutes Stichwort. Natürlich kannst du dir den so zusammenstellen, lackieren, wie du möchtest, falls du dir mal einen holst. Jetzt darf ich dich unserem Instructor vorstellen. Das ist der Kai. Und einfach mal schon mal hier rechts rum. Hallo Kai, ich bin Sophia. Und dann ganz kurz für dich. 25 Sekunden solltest du auf jeden Fall unterwegs sein, nicht schneller. Okay. Bis 30 Sekunden, wenn es ein bisschen drüber ist, ist nicht schlimm. Schau einfach, dass die erste Runde, die du fährst, zeitgleich mit der zweiten Runde ist. Umso näher du dran bist, umso höher die Chance, dass du gewinnst. Heißt, ist der Unterschied zwischen Fahrt 1 und 2 zum Beispiel eine halbe Sekunde, dann hättest du die Chance, ein Wochenende mit diesem Smart hier zu gewinnen. Wir starten in 3, 2, 1, go! Ja, man sieht, was für ein Fahrspaß sie hier hat. Dadurch, dass die Dachräume hier aufgenommen sind, absolut betabelt. 3, 2, 1 und stopp! Rekord heute übrigens, junge Dame. 23,82. Los geht's mit dem nächsten rasanten Fahrt. Moment auf das Go warten. 3, 2, 1, go! Der Fahrspaß ist natürlich grenzenlos hier, denn logischerweise gibt es keine Schallpause. Einmal Gas gegeben, fährt der Electric Drive Smart seine Runden. Und sie ist jetzt sehr gut unterwegs. Fährt nochmal und stopp! 23,32. Also ich würde sagen, mit ein bisschen Glück könnte es hinhauen, dass dir der Electric Drive Smart 2 Tage gehört. Was bin ich gerade gefahren? 23,32 und davor war das schon sehr, sehr nah dran. Also sehr, sehr gut gefahren, wenn auch sehr rasant und wir alle kurzzeitig ein bisschen Angst hatten, dass du hier noch eine Runde drehst. Sie hat Benzin im Blut. Dir hat es Spaß gemacht? War ein gutes Gefühl? Ja, es hat echt Spaß gemacht. Es ist immer ungewohnt, weil man wartet immer noch so auf das Motorengeräusch. Aber das ist halt so Elektroauto. Ne? Genau, das ist ja auch das Schöne, ne? Für die Umwelt, für einen selber. Alles klar, Dankeschön. Ein schönes, ein stufenloses Fahren. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, gerne. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, auf jeden Fall. So schnell sollte man gar nicht sein. Ich sollte einfach nur dieselbe Zeit nochmal schaffen. Ich dachte, ich sollte schnell sein, aber jetzt war ich schnell und habe dieselbe Zeit geschafft. Alle zufrieden. Gerade noch im elektroangetriebenen Smart gesessen und hier habe ich jetzt das perfekte Gegenstück und zwar den Brabus Ultimate Concept und wie der Name schon sagt, das ist ein Konzeptauto und zwar der erste Ultimate, der elektrisch angetrieben sein soll. Ziel ist es, dass das Auto nächstes Jahr schon in Genf steht und in Serie gehen kann. Brabus möchte bei diesem Auto eine Ladezeit von unter 45 Minuten erzielen. Zudem hat das Auto noch 204 PS und ein sehr schickes Interieur sowie Exterieur. Also das perfekte Spielzeug. So, das war ein kleiner Einblick von der IAA Frankfurt 2017. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann kommt doch einfach selber her. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht, meinen Channel zu abonnieren und einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.